Hallo, liebe Zuschauer und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute lösen wir eine Matheaufgabe, die dein logisches Denken fördert. Die Aufgabe lautet: Eine zweistellige Zahl PA wird mit der Zehnziffer P und der Einziffer A multipliziert, sodass das Ergebnis eine dreistellige Zahl AAA ist, wobei jede Ziffer von AAA gleich A ist. Finde heraus, welche Ziffern stecken hinter P und A und welche dreistellige Zahl ergibt sich. Ein Hinweis wurde uns gegeben, und zwar: P und A sind unterschiedliche positive einstellige Zahlen. Um diese Matheaufgabe zu lösen, fange ich an mit der Vorkenntnisse, also was ich für die Lösung der Aufgabe wissen muss. Vorkenntnisse. Was versteht man unter einstellige Zahlen? Einstellige Zahlen sind Zahlen, die nur aus einem Ziffer besteht. Als Beispiel haben wir dann 0, 1, 2, 3 bis 9. Analog bestehen zweistellige Zahlen aus genau zwei Ziffern, wie zum Beispiel 25. Die mathematische Schreibweise von 25 wäre dann 20 plus 5. Das ist nichts anderes als 2 Zähne plus 5 Eine. Die mathematische Schreibweise von 25 ist eine Kombination aus der Zehnestelle und der Einestelle. Zum Schluss bestehen dreistellige Zahlen aus genau 3 Ziffern. Ein Beispiel wäre dann 143. In der Stellenwerttafel haben wir dann ein Hunderte, 4 Zähne und 3 Eine. 143 ist nichts anderes als eine Hunderte plus 4 Zähne plus 3 Eine. Wenn die Begriffe einstellige, zweistellige und dreistellige Zahlen verstanden worden sind, dann springen wir dann zu der Lösung der Matheaufgabe. Um die Aufgabe zu lösen, gehe ich, wie Sie schon wissen, schrittweise vor. Der erste Schritt wäre dann die Interpretation der Matheaufgabe. Eine zweistellige Zahl PA wird mit der Zehnziffer P und der Einziffer A multipliziert, sodass das Ergebnis eine dreistellige Zahl AAA ist. Das bedeutet, PA mal der Zehnziffer P mal die Einziffer A ergibt dann die dreistellige Zahl AAA. AAA ist eine dreistellige Zahl. P und A sind einstellige Zahlen und PA ist dann eine zweistellige Zahl. Das ist dann unsere Gleichung 1. Der zweite Schritt wäre dann, den mathematischen Ausdruck zu formulieren. Unsere Gleichung 1 führt dann zu PA mal P mal A ist nichts anderes als AAA. In der Vorkenntnisse haben wir gesehen, dass eine zweistellige Zahl eine Kombination auf der Zehnstelle und der Einstelle ist. Das heißt, wir können dann PA schreiben als 10p plus A mal die Zehnziffer P mal die eine Ziffer A
Und die dreistellige Zahl ist auch eine Kombination auf der 100er Stelle, der 10er Stelle und der 1er Stelle. Wir können dann AAA schreiben als 100. A plus 10a plus a. Und auf der rechten Seite der Gleichung 100a plus 10a plus a ist nichts anderes als 111a. Das führt dazu, dass 10b plus a mal b mal a ist nichts anderes als 111a mal a. Wir haben dann auf den beiden Seiten der Gleichung einen gleichen Faktor a. Das heißt, wir können den Faktor a auf den beiden Seiten kürzen. Wir erhalten dann 10b plus a mal b ist nichts anderes als 111. Das ist unsere Gleichung 2. In den nächsten Schritt lösen wir dann die Gleichung 2. Die Gleichung 2 führt zu 111 gleich zu p mal 10p plus a. Ich würde auch plus 0 schreiben. Also das ist nichts anderes als die Division von 111 durch p und als Quotient haben wir 10p plus a und der Rest ist 0. 0 ist der Rest der Division. 10p plus a ist der Quotient. P ist der Divisor und 111 ist der Dividend. Laut des Hinweises der Aufgabe p und a sind positive anstellige Zahlen. Das heißt, jetzt müssen wir dann die Teiler von 111 finden, die anstellige Zahlen sind. Was stellen wir fest? Wir stellen fest, dass die Quersumme von 101 ist 1 plus 1 plus 1. Das macht 3. 3 ist ein Vielfaches von 3. Das heißt, 111 ist durch 3 teilbar. Jetzt müssen wir finden den Quotient und den Rest der Division von 111. 111 geteilt durch 3 gleich. Wie viel Mal passt 3 in 1? Also das geht nicht. Dann nehme ich jetzt die beiden ersten Ziffern der Dividende. Und zwar 11. Wie viel Mal passt 3 in 11? Also 3 passt 3 mal in 11. 3 mal 3 ist nichts anderes als 9. 11 minus 9 ergibt dann 2. Ich ergänze die nächste Ziffer 1 zu 2. Und ich erhalte dann 21. Wie viel Mal passt 3 in 21? 3 passt 7 Mal in 21. 7 mal 3 ist nichts anderes als 21. 21 minus 21 finden wir 0. Wir können dann schreiben, 111 ist nichts anderes als 3 mal 27 und haben wir einen Rest 0. Das ist unsere Gleichung 4. Die Gleichung 3 wäre dann 111 gleich p mal 10p plus a plus 0. Die Gleichung 3 und 4 ergibt dann insgesamt
Also durch Identifikation stelle einfach mal fest, dass p gleich 3 und 10p plus a gleich 27. Also p gleich 3 wäre dann unsere Gleichung 5 und 10p plus a gleich 37 wäre unsere Gleichung 6. Die Gleichung 5 in 6 ergibt dann 10, ich ersetze p durch 3, haben wir 10 mal 3 plus a ist nichts anderes als 37. 10 mal 3 ist nichts anderes als 30 plus a gleich 37. Ich addiere minus 30 zu den beiden Seiten der Gleichung, um a-Term auf der linken Seite zu haben. Wir haben dann 30 minus 30 plus a gleich 37 minus 30. 30 minus 30 auf der linken Seite der Gleichung ist nichts anderes als 0. Und 37 minus 30 auf der rechten Seite der Gleichung ist nichts anderes als 7. Finden wir dann a gleich 7. In den vierten Schritt überprüfen wir das Ergebnis. PA mal P mal A ist nichts anderes als PA ist 3,7 mal P3 mal A7. Das ist nichts anderes als 37 mal 3 mal 7 ist nichts anderes als 21. Ich kann noch 21 schreiben als 20 plus 1. Das heißt, 37 mal 20 plus 1. 37 mal 20 plus 37 mal 1. 37 mal 20 ist nichts anderes als 740. Und 37 mal 1 ist nichts anderes als 27. 740 plus 37 ist nichts anderes als 777. Und wir haben dann 37 mal 3 mal 7, das ist nichts anderes als 777. Das Ergebnis stimmt mit unserem berechneten Wert überein. Daher ist unsere Lösung korrekt. Somit sind wir zu Ende dieses Tutorials angekommen. Wenn dieses Video Ihnen gefallen hat, dann unterstützen Sie mich, indem Sie den Kanal abonnieren. Vergessen Sie auch nicht, den Like-Button zu drücken und die Glocke zu aktivieren, um keine Video mehr zu verpassen. Wir sehen uns in der nächsten Video und viel Spaß beim Üben.